ihr Lieben, welcome to Miami, wie ich immer so schön sage. Heute ist Porsche und Pancakes angesagt, denn die Amis machen das ganz gerne. Samstags morgens oder sonntags morgens, man trifft sich ganz früh in Anführungszeichen, aber fürs Wochenende auf jeden Fall früh, so ich sag mal um 8, halb 9, 9, manchmal auch schon um 7, je nachdem was es für eine Veranstaltung ist, und trifft sich mit den Autos und setzt sich zusammen, frühstückt in Ruhe eine Kleinigkeit. In dem Fall heißt es hier Porsches and Pancakes. Wir sind in Davie, ein kleines bisschen nordwestlich von Miami. Und ja, es sind ziemlich viele schöne Autos da, muss ich sagen, dafür, dass man sich nur mal kurz trifft. Welche das sind, ich laufe mal kurz mit euch rum und zeige euch das einfach. Ich muss sagen, die Baureihe wird jetzt langsam ein bisschen günstiger. Hier Cayman GTS in dem Fall, also die Cayman Baureihe hier 981. Ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Auto. Ich finde das Design genial mit dem Heckspoiler, wenn ihr mal darauf achtet, der hier sehr schön reinläuft in die Rückleuchten. Ansonsten haben wir hier einen 996 Turbo, das Auto, von dem ich immer positiv rede in den ganzen Videos. Denn ich finde, man sollte jetzt zuschlagen, das Auto wird sicherlich teurer werden, wie eigentlich alle Turbos, selbst mit den ungewöhnlichen Scheinwerfern, mit den quasi in Anführungszeichen Spiegelei-Scheinwerfern, die ja nicht jeder immer toll fand. Noch ein 996 Turbo, auch sehr schön. Es geht weiter mit Turbos, allerdings diesmal ein 944 Turbo. Sehr, sehr schönes Ding. Dann haben wir hier meine Kiste, über die ich nicht viel erzählen muss, 903 Cabriolet. Auch schön, V8, Porsche 928, in dem Fall hier ein 928 S4, sehr, sehr schönes Ding. Der sieht hier spektakulär gut aus vom Zustand, muss man sagen. Dann ältere Baureihe Cayman, also 987er Baureihe, und ein neuer Turbo aktuell. Weiter geht's. 987 Turbo, allerdings nicht der normale Turbo, sondern Turbo S, also dann noch gleich mit der Werksleistungssteigerung sozusagen. Hier hinten einen kleinen Cayenne, okay, ein Cayenne, nett, aber nicht so toll. Hier an dem finde ich sehr schön, muss ich sagen, es ist ein normaler Carrera, aber der hat dieses optionale Bürzel hinten drauf und das finde ich echt cool. Das hat irgendwie was sehr Retro-mäßiges, das ist echt nett. Panamera, super Reiselimousine. Weiter geht's. Noch ein 987 Carrera 4 Allradler, braucht man ja in Florida bei dem ganzen Schnee. Und das ist natürlich hier spektakulär schöne Farbe. Und was natürlich sehr cool ist, sein Kennzeichen hat nahezu die gleiche Farbe. Da ist man wenigstens konsequent. Wunderschön, Porsche 356, 60er Jahre. Immer wieder schön anzusehen. Dann hier ein 996. Ich habe gerade noch bei dem anderen 996 Turbo über die Scheinwerfer gesprochen. Hier sieht man es auch wieder. Das sind halt die Scheinwerfer, die nicht kreisrund sind und die halt dann in der Szene teilweise nicht ganz so beliebt sind. Interessant an dem Auto übrigens, der hat kein Xenon. Hat man in Deutschland nahezu nie gefunden, in den USA scheinbar des Öfteren. Denn ich habe schon hier und da mal Autos gesehen, die kein Xenon hatten, sondern ganz normale Halogenscheinwerfer. Weiter geht's. Turbo, 996 Turbo. Wieder mal ein Cayman, auch schön schwarz und mit ganz dezent abgesetzten Streifen. Hat was, muss man sagen. Sehr, sehr nett. 996 Cabriolet. Und dann haben wir noch mal einen neuen Macan als S mit der besseren Auspuffanlage, mehr Leistung. Also auch ein schönes Alltagsauto. Hier leicht etwas abseits stehend haben wir dann noch was Schönes, und zwar ein Porsche 914. 2 Liter Motor, 4-Zylinder. War sehr, sehr lange nicht sonderlich beliebt, quasi der VW Porsche sozusagen. Allerdings hat sich das in den letzten Jahren stark gewandelt und gerade die seltenen 6-Zylinder-Modelle, die sind unfassbar krass in Sachen Preis explodiert.
So meine Lieben, das war mein Schnelldurchlauf hier mal kurz über den Parkplatz, denn sowas steht hier mal eben rum. Ich gehe jetzt rein, esse meine Pfannkuchen, denn Porsches hattet ihr jetzt, ich auch, und jetzt hole ich mir meine Pancakes. Also Mahlzeit in diesem Sinne und bis in ein paar Tagen zum nächsten Video.